Hey und willkommen zu meinem 6. Video aus Schwedisch Lappland. Heute bin ich auf Hinterschön. Das ist eine Insel im Schärengarten von Luleå, weiter südlich von Kalix. Da ist auch der nächste Flughafen tatsächlich in Luleå. Und da war ich 2020 im Oktober schon einmal, als ich das erste Mal hier war. Und das hier ist tatsächlich einer der Orte, die mich zu dem Buchprojekt mit den 8 Jahreszeiten auch inspiriert haben. Also ganz toll, diesen Ort jetzt auch zu einer anderen Jahreszeit zu erleben als damals im Herbst. Und ich besuche hier meine Freunde Eric und Susanne. Die haben eine ganz schöne, gemütliche Unterkunft, die heißt Your Peak Garden. Und jetzt im Winter gibt es da am Wochenende ein Waffelcafé. Da backen die also Waffeln und andere ganz leckere Kuchen für Leute, die aus der Stadt herkommen oder auch internationale Gäste natürlich. Und die haben auch ganz viele Huskies. Also ist eine Insel-Husky-Farm, die wohl einzige in Schweden, sagt man. Und das sind wirklich ganz tolle Hunde, die haben mich sehr, sehr umwerfend, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ihr gleich sehen werdet, begrüßt. Und da habe ich erstmal ganz viele Fischküsschen bekommen. Also wenn die Fischsuppe gegessen haben, dann lecken die einem danach das Gesicht ab. Das ist was ganz Besonderes. Und ja, hier werde ich jetzt das Wochenende verbringen. Bin gerade mit Schneeschuhen unterwegs und genieße einfach diese wahnsinns tolle Stille. Außer dem Wind, der ist heute ziemlich stark, hört man hier wirklich gar nichts. Es gibt nur so ungefähr 12 oder 14 Leute, die dauerhaft auf der Insel wohnen. Und sonst sind das einfach nur Besucher. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, dass man auch nach Hinterschön mit dem Schneemobil kommt. Das ist eine Möglichkeit natürlich. Aber es führt auch von dem Hafen da in Luleå tatsächlich eine der wenigen offiziellen Eisstraßen rüber nach Hinterschön und auf die anderen Inseln hier. Das ist wirklich eine Straße, die für Autos gemacht ist. Und das ist nur möglich, wenn das Eis an sämtlichen Stellen mindestens 40 cm dick ist. Also man sagt, ab 20 cm können die Schneemobile fahren, ab 40 cm auch Autos. Also es wird auf der Straßenkarte eine neue Straße eingezeichnet. Und ich habe jetzt nicht mein Hamburger Auto mit rübergenommen, weil es auch ziemlich viele Schneeverwehungen gab auf dem Eis und zum Teil ja ziemlich dick aufgeschichtet der Schnee. Ich glaube, ohne Allradantrieb ist das ein bisschen schwierig. Also die haben mich lieber abgeholt. Das ist sicherer. Aber schon ein cooles Gefühl, muss ich sagen, mit dem Auto auch übers Meer zu fahren. Das war für mich das erste Mal. Und sonst möchte ich euch in diesem Video zeigen, was ich sonst noch so gemacht habe, weiter im Winter, Frühling oder Frühlingswinter. Ich war mit meiner Freundin Andrea nämlich Pilze suchen, aber nicht Pilze, die jetzt am Boden wachsen, sondern an Bäumen, an Birken. Dazu gibt es gleich mehr Informationen, die euch Andrea auch selber erzählen wird. Und mit diesen Baumpilzen kann man nämlich einen Tee kochen. Der ist besonders gut für das Immunsystem. Auch gerade jetzt zu einer Jahreszeit, wo es mal ganz kalt ist noch und dann wieder sehr warm, wo also der Körper ganz schön zu kämpfen hat, kann man sich wirklich dann alles aus der Natur holen, was sie einem hergibt, ohne ihr jetzt weiter zu schaden oder den Bäumen zu schaden. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Und dann lasst euch überraschen, was ich noch so in diesem Video für euch bereithalte. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke, dass ihr wieder dabei seid.
manchmal Tage oder Wochen auch hier in Schwedisch Lappland. Da mache ich mir ganz viele Sorgen. Um die Zukunft, um Geld, um alles, was man sich halt so Sorgen macht. Wie es weitergehen soll im Job. Und dann gibt es so Tage wie heute, wie hier auf Hinderschön, auf der Insel. Und da gehe ich nochmal, jetzt solange das Eis noch hält, über dieses verschneite Eis, der Wind bläst. Und es sieht so ein bisschen aus wie Sanddünen fast in der Sahara hier, wie der Schnee so aufgeblasen ist vom Wind. Und ich bin einfach nur glücklich. 100% pures, reines Glück, ohne in diesem Moment irgendwas mehr zu wollen oder zu brauchen. Und hier reicht es einfach, wenn ich kurz mal wieder draußen bin. Und das kommt einfach ganz wie von selbst. Und dafür bin ich der Natur immer so dankbar. In der Nähe von Luleå gibt es nicht nur die Insel Hinderschön und die tolle Husky Farm, sondern zum Beispiel auch Partha Reindeers. Das ist eine Samin, Katharina, die lebt dort zwischen Luleå und Piteå im Winter mit ihren Rentieren und empfängt auch Besucher, um ihnen mehr über die samische Kultur und über die Rentierzucht zu erzählen. Und sie ist noch Nomadin, zieht also im Winter an die Küste mit den Tieren und im Sommer zurück ins Gebirge, in die Nähe der norwegischen Grenze. Und sie hat mir ganz interessante Dinge auch erzählt, wie der Klimawandel heute sich auswirkt auf die Rentierzucht und Haltung und dass sich eigentlich die 8 Jahreszeiten, über die ich ja auch gerade schreibe, sehr verändert haben und auch sich die Menschen, gerade die Samen, die Urbevölkerung, sich sehr anpassen müssen und ihre 8 Jahreszeiten immer wieder anpassen müssen, um eben das mit den Rentieren zu jeder Jahreszeit zu machen, was gerade die Natur verlangt. Aber dazu verrate ich noch nicht zu viel, denn das ist ja ein wichtiges Thema in meinem Buch. Also müsst ihr jetzt mal auf das Buch warten. Also jetzt bin ich gerade hier im Wald mit meiner Freundin Andrea. Die ist auch eine Deutsche, aber wohnt schon seit vielen Jahren jetzt hier oben in Schwedisch Lappland und kennt sich total gut aus mit Bäumen, mit Pflanzen und erzählt uns jetzt heute ein bisschen was über einen ganz interessanten Baumpilz, der auch heilende Kräfte hat. Andrea, was kannst du uns über diesen schwarzen Pilz erzählen? Also, es handelt sich hier um einen sogenannten Chaga, aus dem man Tee machen kann. Wir haben hier lange Winter, das Immunsystem ist sehr beansprucht und wir können zwar Beeren sammeln im Herbst, aber diesen Chaga-Tee, der wird schon sehr, sehr lange geerntet. Er ist allerdings etwas in Vergessenheit geraten und er stärkt das Immunsystem, er hat sehr viele Mineralstoffe und ist im Prinzip ein Parasit, der sich an Verletzungen der Birke ansetzt und sehr, sehr langsam wächst. Er nimmt Nährstoffe aus der Birke und reichert die in sich an und den kann man dann ernten und daraus einen wunderschönen Tee machen, der so ein bisschen erdig ist und eigentlich auch keine negativen Nebenwirkungen hat, sondern nur gut tut. Und ja, ich finde, wir leben mit den Bäumen, von den Bäumen und wir sollten nutzen, was die Natur uns schenkt. Es wird eigentlich in der Winterzeit geerntet, weil dann die Birke ja nicht mehr ganz so viele Nährstoffe oder sich ein bisschen zurückgezogen hat und dann lässt er sich leichter lösen. Außerdem ist es so, dass jetzt auch die ganzen Nährstoffe im Pilz sind. Wenn die Birke sich richtig durchsaftet wieder, dann werden auch die Nährstoffe teilweise mit rausgeschwemmt aus dem Chaga. Und jetzt im Frühling durchsaftet die sich dann natürlich wieder mehr. Ne? Genau. Ja. Deshalb werden ja auch in dieser Zeit die Bäume jetzt geschlagen. Oder Spätwinter ist sehr gut für sowas zu machen. Dann sieht man ihn natürlich auch eher, weil wir nicht so viele Laub haben. Ja, ne? genau. Das heißt, man kann auf die Distanz schon sehen, ob es was ist oder nicht. Und dann muss man schauen, wegen der Farbe. Weil der in sich dann so ein bisschen Kupfer-Zimtfarben ist. Und wenn wir das jetzt abmachen, schädigt das dann nicht den Baum?
Also, so wie mir das erklärt worden ist, sollte man grundsätzlich nicht zu sehr an den Baum rangehen, sondern versuchen, es etwas abzumachen. Manchmal hat man Glück, dass man es mit der Hand abbrechen kann. Das jetzt einfach mal, ob ich das hier Mit einem Beil. Ja, das hier irgendwo, Also wichtig, dass man die Haut von dem Stamm eigentlich nicht verletzt. genau, dass man nicht zu sehr rankommt, aber da kommen wir schon mal, da Ui. ist er. Da So. haben wir schon ein Stück. Genau, und da sehen wir auch diese zimtfarbene ja. Struktur und diese Röhren, von denen er auch diesen Namen hat. Und das wäre jetzt etwas, mit dem kann man jetzt schon etliche Tage Tee kochen. So, jetzt versuche ich das mal. Ah, das werden zu viele kleine Stücke, glaube ich, ne? Das geht. Nein, Ja? auch die kann man nutzen. Ah ja, da ist ein richtig gutes jetzt. Warte mal, jetzt muss ich erstmal aus dem Schnee fischen. Ja, sehr gut, oder? Ja, das sieht gut Da aus. können wir was mit anfangen. Genau. Das ist schon normalerweise reinigt man sie nochmal von dem Birken ab. Das ist jetzt schon ein Stück, das ist gereinigt und man trocknet es, damit es sich länger hält. Dann kann man das über den ganzen Winter auch nutzen. Und letztendlich einfach nur in den Topf und wir kochen das jetzt und lassen das dann nochmal anschließend 10 Minuten. Und man 10 kann es auch Minuten mehrmal benutzen, Ja. das Stück, hast du Und gesagt, ne? Genau, das nimmt gleich, also jetzt haben wir ja ganz normales Wasser und es nimmt nachher eine braune Farbe an und man kann es letztendlich so lange benutzen, bis es keine Farbe mehr hat. Manche Leute pulverisieren es auch, das heißt, man kann es dann im Mörser zerdrücken, klein machen, gerade diese kleinen Stücke, die man hat, auch die sind schon getrocknet. Ich habe sie im Prinzip auf der Heizung getrocknet, auf einem Küchentuch. Man kann sie mörsern, schön aufeinander drücken und dann letztendlich auch einfach nur in eine Teetasse. Man kann Wasser drauf, kochend Wasser drauf und man kann es dann 4 bis 6 Stunden stehen lassen oder über Nacht und dann muss man es aber abseihen. Bei dem Stück vorne ist es so, man kann es einfach rausfischen oder abgießen. Und hier muss man es wirklich sieben, sonst hat man die ganzen Puzzeln im Mund.